Kennst du das? Du kommst nach Hause, du machst den Briefkasten auf und da ist er. Ein gelber Umschlag oder ein dicker Brief vom Jobcenter, von der Krankenkasse oder vom Mieter. Dein Herz klopft schneller. Du denkst, was habe ich falsch gemacht? Muss ich bezahlen? Stopp! Keine Panik! In diesem Video zeige ich dir, wie du jeden Behördenbrief nur in 60 Sekunden verstehst. Wir lesen gemeinsam einen echten Brief und ich erkläre dir die Wörter, damit du heute Nacht ruhig schlafen kannst. Hallo, ich bin Isabella von Aula Alemana, deine Deutschlehrerin. Vergiss es nicht, meinen Kanal zu abonnieren, vielleicht nächstes Mal werde ich dir nicht gezeigt. Bevor du dein Wörterbuch holst und jedes Wort übersetzt, es gibt immer 3 Dinge, die wirklich wichtig sind. Wer, was und bis wann. Wer schreibt? Wer schreibt? Schau oben links. Ist es das Arbeitsamt, die Familienkasse, der Vermieter? Was wollen Sie? Schau in die Mitte, da steht der Betreff, das ist das Thema dieses Briefes. Und bis wann? Suche nach einem Datum im Text. Das ist deine Frist. Lass uns gemeinsam diesen Brief hier lesen. Hier steht Aufforderung zur Mitwirkung. Das klingt kompliziert, oder? Mitwirkungspflicht bedeutet nur, du musst helfen. Die Behörde braucht Informationen von dir. Vielleicht Kopie von deinem Reisepass, deinem Arbeitsvertrag oder was Ähnliches. Aber keine Sorge, keine Strafe, kein Geld bezahlen. Wir lesen weiter. Hier steht Fristsetzung. Eine Frist ist wie ein Termin. Wenn hier steht bis zum 15. Januar, dann heißt das, dein Brief muss bei der Behörde am 15. Januar sein, nicht erst am 16. Und hier unten steht oft Rechtsbehelfsbelehrung. Das ist ein langes Wort, aber gut für dich. Es erklärt dir, wie du Nein sagen kannst, wenn du mit diesem Brief nicht einverstanden bist. Wenn du sagst, es ist nicht okay. Dann nennt man das Widerspruch. Ein offizielles Nein von deiner Seite. Hier sind noch 3 Wörter, die fast in jedem Behördenbrief stehen. Der Bescheid, das ist die offizielle Entscheidung. Zum Beispiel Bewilligungsbescheid. Das heißt, du bekommst vielleicht Geld. Es wurde akzeptiert. Nachweise einreichen bedeutet, du musst Dokumente schicken. Normalerweise Kopien und keine Originale. Aktenzeichen ist deine Nummer bei der Behörde. Schreib diese Nummer immer oben auf deine Antwort. Ich werde dir einen echten Brief vorlesen und du kannst mir in die Kommentare schreiben, ob du alles verstanden hast. Sehr geehrte Frau Suszynska, damals noch Suszynska vor dem Heirat. Die Bewilligungsbescheide im oben genannten Zeitraum waren vorläufig. Nach Prüfung Ihres Steuerbescheides für das Jahr erfolgte die Nachberechnung. Die Nachberechnung Ihres Familieneigenteils für den obigen Zeitraum hat eine Änderung des Familieneigenteils ergeben. Bitte wenden Sie sich zwecks Verrechnung des Differenzierungsbetrags an Ihre Kita. Sobald uns der Einkommenssteuerbescheid 2020 von Ihnen vorliegt, werde ich Ihren Familieneigenanteil für dieses Jahr überprüfen. Bitte reichen Sie diesen spätestens bis zum 30.08.2020 vollständig in Kopie hier ein. Mit freundlichen Grüßen. Ich sage dir hier noch ein paar Wörter, die vielleicht neu sind. Bewilligungsbescheid, das kennst du schon. Das ist ein Papier, das sagt, deine Bitte, offizielle Bitte, dein Antrag wurde akzeptiert.
im oben genannten Zeitraum, also von bis steht oben, waren vorläufig. Vorläufig ist provisorisch. Nach Prüfung, nach Checken Ihres Steuerbescheides, das ist das Dokument über meine Steuer für das Jahr, erfolgte, danach passierte eine Nachberechnung. Eine Berechnung ist die Rechnung. 1 plus 1 sind 2. Und eine Nachberechnung ist eine spätere Berechnung, also Nachberechnung. Familieneigenanteil ist ein Teil, das die Familie selbst bezahlen muss. Zum Beispiel, ich bekomme von der Stadt Hamburg 60% der Kita-Beiträge, der Kita-Kosten bezahlt und 40% ist Familieneigenanteil. Das heißt, ich bezahle 40% als Familie. Die Neuberechnung hat eine Änderung des Familieneigenanteils ergeben. Die Neuberechnung wurde gemacht und danach kam eine neue Zahl. Bitte wenden Sie sich an Ihre Kita. Bitte kontaktieren Sie Ihre Kita. Sobald uns der Einkommensteuerbescheid 2020 von Ihnen vorliegt, sofort, wenn wir Steuerbescheid haben, wenn es uns vorliegt, checken wir nochmal die Zahlen. Bitte reichen Sie diesen spätestens bis zum 30.08.2020 vollständig in Kopie hier ein. Einreichen ist Senden bringen. 4 Fragen. Muss ich der Familienkasse etwas bezahlen? 2. Frage, was muss ich machen? 3. Frage, bis wann muss ich das machen? Und die 4. letzte Frage, soll ich meine Unterlagen, meine Dokumente in Kopie oder Original zusenden? Schreib alles in die Kommentare. Ich glaube, du siehst, dass die Behördenbriefe sind viel komplizierter geschrieben, als sie wirklich sind. Mein Tipp, mach diese Briefe immer sofort auf. Wenn du sie ignorierst, wird das sicher teuer. So, wir gehen auf meine Webseite www.aulaalemanna.com. Dort gehen wir auf Blog. Und wie immer findest du hier einen passenden Blog-Eintrag. Hier Behörden in Deutschland. Wir klicken darauf und in diesem Blogbeitrag findest du ganz viele Informationen zu Behörden in Deutschland. Der komplette Guide für Ausländer und Ausländerinnen. Zuerst erkläre ich, was sind die Behörden in Deutschland, die wichtigsten Behörden für Ausländer in Deutschland und die Zuständigkeiten, also wofür sie zuständig sind, was machen sie. Dann kommen die Behördenbriefe, wie man sie versteht. Dein Behördentermin, wie du ihn meisterst, Schritt für Schritt. Die wichtigsten Regeln für deutsche Behörden, Pünktlichkeit, Dokumente und so weiter. Natürlich Wortschatz, auf Englisch, Spanisch plus eine deutsche Erklärung. Häufig gestellte Fragen, zum Beispiel, was kostet ein Aufenthaltstitel? Typische Probleme und praktische Lösungen, wo du kostenlose Hilfe bei Behördenproblemen finden kannst. Natürlich das YouTube-Video und das kostenlose PDF. Du klickst auf PDF herunterladen und hier hast du das ganze Wissen. Also sicher wird es dir helfen. Da gibt es einen Musterbrief, den du verwenden kannst.
Wortschatz und Verschiedenes. Sicher hilfreich. Hast du gerade einen wichtigen Brief bekommen und du verstehst nicht, was du machen sollst? Schreib mir die wichtigsten Wörter in die Kommentare und ich gucke, ob ich dir helfen kann. Ganz wichtig, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, klick auf die Glocke, so verpasst du keine weiteren Tipps zum Leben in Deutschland. Wir sehen uns wie immer am Dienstag nächste Woche. Tschüss, viel Spaß!